Also, heute schauen wir uns den Spendermotor an, den wir für das Moped verwenden werden, ein E50. Und heute warten ein paar echte Überraschungen auf uns. Ich hatte nämlich noch nie so einen schlimmen E50, aber hier haben wir schon einmal ein paar Anzeichen. Wir haben keine Ölablassschraube, es fehlt ein Sprengring für den Starterhebel. Hier oben geht es lustig und munter weiter. Hier kommen zwar zwei Kabel für Absteller und 6 Volt raus, aber anstatt einem Zündkabel haben wir einen Benzinschlauch, der in die Zündung geht. Interessantes Konzept. Der Zylinder scheint mal nicht fest zu stecken, was ein gutes Zeichen ist. Wenn wir den Polradeckel runternehmen, sehen wir auch, dass hier zum Glück kein Wasser drinnen gestanden ist. Die nächste große Überraschung erwartet uns, wenn wir den Motor umdrehen. Ich habe im ersten Moment nur gesehen, dass die Ablassschraube für ein geflutetes Kurbelgehäuse fehlt, aber dann habe ich bemerkt, dass eine absolut tolle Zahl von 5 Schrauben den kompletten Motor zusammenhält. Alle anderen Schrauben fehlen. Und zu guter Letzt haben wir hier ein umfunktioniertes Gasseil, das unseren Dekompressor betätigt. Ich bin wirklich schon gespannt, was mich im Getriebe erwartet. Okay, also es ist zumindest mal ein Getriebe drinnen. Ich habe nämlich gedacht, dass dieser Motor schon teilweise zerlegt worden ist, aber nein, das muss tatsächlich so gelaufen sein. Extremes Spiel im Kupplungskorb, das heißt unsere Buchse wird defekt sein und ich habe auch schon sehr viele Metallspäne im Kupplungsdeckel gesehen. Die Kupplung ist extrem schwer rausgegangen und hier ist auch eine absolute Katastrophe zu sehen. Die Kupplung wurde so zu Tode gefahren, dass die Wangen das Metall von sich selbst und vom Kupplungskorb abgerieben haben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist richtig übergebogen an den Ecken. Natürlich ist der Kupplungskorb komplett tot und voll mit Aluminiumspäne. Wir werden das nachher noch nachmessen, wie viel da eigentlich fehlt. Wir sehen hier anhand von dem Keil, dass wir ein altes Modell Kurbelwelle haben, das die Kupplung fixiert. Sprengring und Anlaufscheiben sind einmal richtig zusammengebaut, aber hier sehen wir die defekte Büchse von unserem Kupplungskorb und hier sehen wir auch wirklich den Schaden, den die Kupplung angerichtet hat. Da ist fast nichts mehr da. Wir haben außerdem einen Gussfehler auf dem Getriebe, das heißt, das Getrieberad werden wir wahrscheinlich auch nicht verwenden, weil es unwuchtig sein wird. Der Zylinder, den wir hier haben, ist ein originaler, altes Modell Puch-Aluminium-Zylinder mit einem Dekompressorkopf. Der Kopf schaut noch relativ gut aus und auch die Nikosilbeschichtung, die dieser Aluminiumzylinder original hatte, schaut noch sehr schön aus. Trotzdem werde ich den Zylinder nicht verwenden, da werden wir uns etwas für eine Leistungssteigerung anschauen. Die Büchse am oberen Auge vom Pleuel ist auch ziemlich ausgeschlagen, weil ich fast ohne Druck einfach den Kolbenbolzen rausschupfen konnte. Der Kolben ist ebenso defekt, ich weiß nicht mal wie das geht, aber beim Einlassport sind 2 relativ tiefe, schmale Riefen in den Kolben hineingeschnitzt. Das Polrad und die Zündung schauen zum Glück nicht so schlimm aus. Als erstes werden wir mal mit dem speziellen Abzieher das Polrad runterziehen und sehen, dass die Nocke in Ordnung ist. Der Kondensator bei dieser Zündung ist relativ unprofessionell eingelötet worden, also ist er schon einmal getauscht worden. Und das nächste Problem, was die Zündung hat, ist, dass der Unterbrecher komplett abgebrannt ist. Eine Sache, die mir relativ viele Sorgen macht, ist, wenn Kurbelwellen sich axial bewegen lassen. Hier ist nämlich immer die große Frage, ist das Lager im Sitz gedreht, also der Motorblock defekt, oder hat sich die Kurbelwelle von den Lagern gelöst? Wir werden gleich schauen, was der Fall ist. Neben den komplett ausgetrockneten Simmerringen ist bei diesem Motor vor allem eine Sache auffällig, nämlich die Masse an magnetischem Metall, was hier im Getriebe drinnen ist. Dieser Motor muss sehr, sehr lange ohne Öl gefahren worden sein und der Verschleiß ist sehr groß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von diesem Motor nur ganz wenig verwenden können. Die gute Nachricht ist jedenfalls, dass sich die Lager von der Kurbelwelle gelöst haben und nicht der Motorblock defekt ist. Trotzdem, dieses Ausmaß an Metallspäne und das Getriebe ist Mist. Abgesehen davon hat das Getriebe einen absoluten Schlag, es eiert wie verrückt. Ich habe euch hier mal ein Positivbeispiel gezeigt, das total ruhig läuft. Wenn wir uns daneben unser aktuelles Rad anschauen, sehen wir, dass es einen kompletten Schlag hat. Ich versuche jetzt mal mit einer tiefen Leere zu schauen, wie viel Verschleiß unser Kupplungskorb hat und hier kommen wir auf unfassbare 1 mm Abrieb. So viel Stahl muss man erst einmal wegreiben und das ist sicher die ganze Späne, die wir in unserem Getriebe gefunden haben. Also auch der Kupplungskorb
ist kompletter Müll. Wie ich es mir fast gedacht habe, können wir fast nichts von diesem Motor verwenden. Das ist alles Schrott. Keines von diesen Teilen ist noch irgendwie rettbar oder verwendbar. Die eine positive Sache an dieser Folge ist, dass dieser Motor zum Glück nichts gekostet hat. Er ist bei mir nämlich auf einem Teilehaufen herumgelegen. Ist auf jeden Fall interessant, weil man jetzt halt weiß, auf was man schauen muss, wenn man sich einen E50 zulegt. Hoffe, ihr habt das interessant gefunden. Das nächste Mal richten wir den alten Bock wieder her. Bis dahin viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal.